modern siguro Berlin. Oh, pero yung mga Frankfurt, half million lang ang mga. No? No. Apartment? Kasi siyempre, business, lumalabas yung mga tao. Sa land sila lang. Imagine mo gano'ng kalalaki ang zimmer niya. Ayun ang tumira dun sa mga Hochhäuser. Beide Seiten zusammen von dieser Burg von die Karavelle. Der höchste Figur ist der Heinrich. Was hat er gemacht? Beginn von dem 15. Jahrhundert, er hat alles organisiert, alles vorbereitet, für uns zu reisen, dann weiter in unbekannte Seen, wo wir waren nie. Und wir mussten sehr gut vorbereitet sein. Wir mussten gute Karten haben, wir mussten gute Schiffe haben. Die modernsten Schiffe es gab, entwickelt von Portugiesen, so Schiffsbau. Ja? So, wenn Sie mal schauen, diese Denkmal, Sie sehen nicht nur Heinrich der Seefahrer ist der höchste Figur mit einem großen Hut und eine Karavelle im Hand, weil er hat die erste Reisen organisiert. Dann sehen Sie die Nachfolger von er, von Mathematik, von Mathematikspezialisten, von Kartografen, Kosmographie oder hier, weil hier gibt es Straße, ja? Hier ist besser. Wenn jemand, nein, dann entschuldigen Sie, wir müssen richtig parken. Hier ist es nicht so einfach. Ja, du hast Platz, denke ich. Ja, du hast. Hier ist die Ordnung. Also. So, wenn Sie mal schauen, Sie sehen 32 Figuren an jeder Seite. Eine von die da ist Vasco da Gama. Das Last dieser Hafen. Hier war ein Kai. So, während unser Fahrer parkt, schauen Sie mal, Sie haben Figuren wie Vasco da Gama. Das hat den Seeweges nach Indien gefunden in 1498. Die sehen aus. Papa hat gesagt, er hat schon Video. Das ist schon gut. Ein Auto zu fotografieren. Wir haben nicht. Barko. Wala man like ka na picture lagi. Spy siya. Still in one quarter that we call Bulai, means Bethlehem, where Jesus was born. Of course, Jesus was not born here, but you have here a beautiful monastery. I'm sure you've noticed it already, opposite to the monument where we've just been, to the monument of the discoveries. And this monastery was sent to be built by the same king that asked the tower to be built, King Manuel I. And this monastery was built, dedicated to Our Lady of Bethlehem. And that's why the whole quarter took the name of the parish church, which is still today the church inside the monastery. So you have over there the name, the reason for the name of this quarter, Bethlehem. We say Bulai, you see it written everywhere. Bulai, B-E-L-E-M, okay? Now, here you have a lot of things to see
because this was the main pier of the port of Lisbon in the 16th century. The departure and arrival of the caravels. Imagine the movement there was here. And so you have plenty of important buildings, just like you saw, some monuments dedicated to those times as well. And you also have here, as we're going to turn to the left, you're going to see to the right hand side, when we turn, a pink palace. And that pink palace used to be a royal residency in the 18th century. Nowadays, because we are a republic since 1910, grüne Flagge an die Fassade. Das bedeutet, dass der Präsident von Republik ist da. So, das war eine königliche Residenz, aber wir haben keine königliche Familie mehr. Wir sind eine Republik seit 1910. Und so seit 1910 haben wir hier als Einwohner der Präsident von Republik. Das ist die offizielle Residenz von unserer Präsident. So, wir haben ein rosa Haus. Und wenn er ist da, ist die grüne Flagge von der Präsidenz dabei an die Fassade. Wenn er ist nicht da, ist keine Flagge dabei. So, schauen Sie mal jetzt auf der linken Seite eine andere Perspektive von der Entdeckersdenkmal. 50 Meter hoch, jede Figur 7 Meter hoch und der Einrich der Seefahrer 9 Meter hoch. I didn't tell you the measures of this monument. This is dating back to the time of the dictatorship. So it's huge, it's very big. It's the typical construction of right-wing dictatorship. And so you have 50 meters high, the monument, and the figures 7 meters high, and Henry the Navigator 9 meters high. So very, very big. To the right-hand side, you have a cultural center. And this cultural center was inaugurated in 1992, when for the first time the Portuguese were president in the European Union. We entered in 86 and we became president for the first time every 6 months. One member of the European Union becomes president. So we were president for the first time in 92, and this was the head office of the presidency. And then 1 year later it became a cultural center. So our best modern and also contemporary art, you find it there displayed in a free of charge exhibition, which is something very special as well, very important. So everyone has access to it, and that's over there in that building. That represents a North African, a modern version of a North African fortress. This is one of the first places where we went with our ships, North Africa. So that's why it's so interesting and so important. I will explain it in German when we go on the other side of the building. Have a look now to your left. Schauen Sie mal auf der linken Seite. Sie sehen der Turm. You can see the tower. Now imagine where we are going now. There was water. Okay, so this was built above a formation, a rock formation, like a stone island. Okay, and all of this was water. The first train tracks came to Portugal in the end of the 19th century. In the middle of the river. Also der Turm, Sie haben gerade gesehen, es war gebaut Mitte des Wassers, nicht am Ufer. Am Ufer ist heute, weil wir haben Land gewonnen zum Fluss. Zum Beispiel der Zuglinie, wo wir fahren jetzt über. Das kommt nur zu Portugal Ende 19. Jahrhunderts mit der industriellen Revolution. Wenn Sie mal schauen auf der linken Seite, Sie haben so eine komische Turm. Das ist die heutzutage Kontrollturme über der Hafen von Lisabon, die moderne Turm. Ja? To the left you have that strange tower, leaning tower in dark color. Well, that is the control tower over the port of Lisbon nowadays. Okay, you've just seen the one of the 16th century. This is the modern one over there to the left. With the church, we were 100% Catholic at the time, and this was very important. So he sent the biggest building he could ever build to be something of a possession of the church, of a religious order, the Saint Jerome order. And that's why we call it also Saint Jerome Monastery. But the real name, you know it already, Our Lady of Bethlehem. So, liebe Gäste, auf dem Recht hier
einen Denkmal, das ist der größte religiöse Gebäude vom ganzen Portugal, immer noch heute. Anfang 16. Jahrhunderts der König Manuel las das bauen, Zeichen von seiner Reichtum. Er muss das teilen mit der Kirche, weil er wollte eine Luxuswohnung haben im Himmel und er könnte das in der Zeit, es war die Mentalität, ja, man muss was geben zu der Kirche von seinem Reichtum, so dass er flieht nach Himmel ohne Sünde. Und so deswegen las er bauen der größte Gebäude er könnte, mit dem Geld er hat gewonnen, mit all dieser Handels von die Gewürze, alles dieses, ja. Und das ist, was Sie sehen hier. So, wir halten noch hier für eine Fotopause und so, dass ich kann Sie erklären ein bisschen, was Sie sehen hier, weil es ist etwas einzig. So, jetzt sehen Sie die Fassade von diesem kulturellen Zentrum. Und dieses kulturelle Zentrum ist eine moderne Version von einer nordafrikanischen Festung. Und wissen Sie warum? Weil wir wollten, dass es passt zusammen mit die Themen hier, die Entdeckungsfahrten, ja. Nordafrika war einer von den ersten Orten, wo wir sind gegangen mit unserer unbekannten Reisen in unbekannte See, ja, deswegen. So, hier drin gibt es den besseren Kunststück, von den modernen und von den heutzutage Kunst. Wir haben in Portugal kostenlos Ausstellung hier. Alle könnten das mal sehen, mal besichtigen, ist sehr, sehr wichtig natürlich. So, jetzt links sehen Sie besser den Kloster. Dieses Kloster hat der König gegeben zu einer religiösen Ordens, das an der Zeit hat viel Macht. Das war die Jeronomiten, ja, die Jeronomiten. Und alles schiffbar. Es war immer der Grund und warum ist es so bedeutend und so wichtig ist es die Stadt geworden. Immer weil es schiffbar ist vor die Stadt. So, heute Konsequenz. Wir haben 20 Kilometer Fassade mit der Fluss und 20 Kilometer Hafen mit verschiedenen Kai für unterschiedliche Ziele. Aber nie vergessen, heutzutage zum Beispiel fahren hier sehr oft Kreuzfahrtschiffe. Die bringen viele Menschen hierher, wieder wichtig für die Wirtschaft von der Stadt. Warum könnten die hier fahren? Die größten Schiffe in der Welt, weil die Brücke ist hoch genug. Wenn Sie mal schauen, diese Brücke ist 70 Meter über den Meeresspiegel und oben, Sie haben eine Straße für Autos und dann unten fuhr der Zug. Diese Brücke war gebaut von der gleichen Firma, das hat den Brücke von San Francisco gebaut. Und deswegen sieht aus so ähnlich, die gleiche amerikanische Baufirma. Die von San Francisco von 1937, diese hier 1966 eingeweiht. Okay? Und Sie haben der Zug unter den Straßenteil. We are crossing now underneath the bridge that looks very similar to the one in San Francisco. And there's a reason for that. The same American. So you have here the square that we now call Trade Square, because you know what, in the Middle Ages, in the time of King Manuel, he lived here, and behind him, behind this beautiful arch to the left, you have the area where you used to have the warehouses and the shops, all the business connected with the spices, connected.
Klo. Gehst so näher hoch und kommst ja. Hier rechts, hinter dem Auto, das du hast gesehen. Hier. Du warst nicht, oder da? Da? Ja. Foto opens den Flur. Das ist hier, ja. In dem Fall, die Polizei kommt und sagt was, du sagst, so irgendwo hier sind wir uns drin. Machen wir so, und während wir machen, das ist schwierig, das ist kompliziert. Machen wir Uhrzeit, ja. Gehen. Machen wir. Wir machen es in 20 Minuten. Wir machen eine kleine Spaziergangtour. Wir haben okay, so it's very complicated for the bus. I'm sorry for this silence, but we need to find a place where you can stop and be careful when you step out. We're going to do a little walk in the old part of the city and we will come back again to the bus. It will take us around 20 minutes, okay, to go and to come back. It's always going through and coming, okay, together, always together. And when shouldn't be there, okay? So be careful. There's a mass going on. Why do we come here in this corner? Just for you to see. Here Saint Anthony was born. Saint Anthony was born here. And when he was canonized, we realized the importance of this place being his home. And so it was changed into a chapel and then into this church. This is the Saint Anthony Church. Also Heiliger Antonius, das Sie kennen von Padua, ist in Lisabon geboren und er ist hier in dieser Ort geboren. Und als er war heilig gesprochen, wir haben bemerkt, dass so eine wichtige Figur ist aus Lissabon. Und wir haben dort die Figur da, ja? So wichtige Figur. Und deswegen war eine kleine Kapelle gebaut und dann später eine Kirche, ja? Wenn Sie mal schauen rein, 2 Minuten rein und wieder zurück. Ich warte hier. Bitte aufpassen. This was the only thing left in the middle of the ruins of 1755. From here onwards was the destruction. Also von hier weiter hatten wir die Zerstörung von den Erdbeben in 1755. Was ist geblieben ist hier auf der rechten Seite, diese Fassade unter manuelinischer Stil. Alles andere ist runtergefallen und dann es war total wieder aufgebaut nach dem Erdbeben. Ja? Alles, das Sie sehen hier. Das ist, was wir nennen Unterstadtteil. Unterstadtteil, weil es liegt zwischen 2 Hügeln. Den Hügel, wo wir waren und die folgend immer geradeaus. So, wir sind inzwischen 2 Hügeln in einem Tal. Deswegen heißt es Unterstadt. Baixa, wie wir sagen auf Portugiesisch. Und jetzt schauen wir mal diese ganze Viertel, das war total wieder aufgebaut, hinter den Handelsplatz. Und heute ist immer noch, wie es war im Mittelalter, den Zentrum, den Herz von der Stadt Lissabon. Okay, so we're going to turn now to the right. And you're going to... All handmade. Have a look what they have to do.
to change the lines. And so we're going now to cross what we call downtown Lisbon. Okay, so downtown begins by this former royal palace that became the trade square, and everything that was destroyed rebuilt again after the earthquake. You see it again now to the right hand side, where you have all the streets parallel and perpendicular, as if it was a chess tray. This was the most modern way of building a city quarter in those times, in the second half of the 18th century. That's what you see here. It is still studied in the university as a case study for architecture, because in 30 years practically it was all built, and all these buildings are still original from those times. Also alles hier, das Sie sehen, stammt aus der zweiten Hälfte von dem 18. Jahrhundert. Sie haben einen Grundriss, wie es wäre ein Schasteller. Ja? Das heißt, alles geometrisch gemacht, alle perpendikulär und Parallelstraßen. Das war die modernste Art zu bauen an der Zeit. Und es ist immer noch heute studiert an den Universitäten in den Architekturstudium als einen Fall mit Erfolg von einem Viertel von einer Stadt wieder aufgebaut. Diese Gebäude sind immer noch die Originalen von der Zeit. Ja? As I was explaining also in German, this quarter is called downtown. And downtown because it is situated in between two hills. The hill to the right, where we've just been and where you have the oldest part of the city, and the hill to the left. You have here what we call, it's a valley in between two hills, and that's why we call it downtown, because you have upper town to the right hand side and upper town to the left hand side as well, you see. And so if you keep looking, you always see a different picture of the two hills on each side. This is the trade center of the city as well. Still today, it's where you have the traditional shops concentrated, and it was like that in the Middle Ages as well. And now you're going to see the last street before the square. To the left, you're going to see an elevator that dates back to 1902 and connects downtown with upper town. It was made by an engineer that studied with Mr. Eiffel. To the left. Schauen Sie mal jetzt auf der linken Seite. Links kommt einen Aufzug. Einen Aufzug, das war eingeweiht 1902, gemacht von einem Ingenieur, das hat mit Eiffel studiert, Monsieur Raoul Mesnier du Ponsard. Ist 45 Meter hoch und verbindet Unterstadt mit oberer Stadt. To the left. Now it's being cleaned. Sorry. You have to come back again. Jetzt schauen Sie mal auf dem... Next week I'll be here. Auf der rechten Seite. Wir biegen ab links. Aber schauen Sie mal alle rechts. Have a look to the right, to the top of the hill. You see our fortress, our former fortress. Auf der rechten Seite hinauf. Sie sehen die alte Festung. Ja? So ist es. So. Hä? Lisabon. Sa buses, ano pa siya dumadaan, no? Hindi sa bus. Sa bus nga lane, no? Pwede ba dito yun?
mura ang kanid ay mura og carpet ang iya. Kapot yung dumakdes din. Dan alis baik. Dan makinis blood sih, makinis feeling. This kind of feeling. Nawala imong Deutsch pa, nawala. As the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free, beauty surrounds you. The world still astounds you. It's time you look at the stars. Born free. Stay free. When no one's divide you, your das sieht aber nicht sauber aus. San Juanico Ridge. Wow. Da haben bestimmt sehr viele Tiere gekackt. Warum? Wenn da jemand Pipi Ayo, ini may daing oh. Hindi yung pilaran ng bulan. Hindi maganda. Kapag yung sa taas, hindi na makita. Kasi may tubig sa baba. Basis pagpapalala. Mathematicians, all the people that were important in this discovery time that lasted for good 200 years, 15th and 16th century, are represented there. Each one has a name, each one had an important role, like Vasco da Gama that sailed from here and found the seaway to India, or like Bartolomeu Dias that 9 years before Vasco da Gama, in 1488, he managed to sail around the Cape of Good Hope, which was the Storm Cape before that. And so we proved we could by sea connect Atlantic with the Indic Ocean. So you see, that's one of the figures that is over there. Also Mr. Cabral that found Brazil in 1500. So all of these important figures are there represented, but already inaugurated in 1960. So 500 years after the death of the organizer of all this, Henry the Navigator.